Du möchtest kein Video mehr auf meinem Kanal verpassen, dann würde ich dir jetzt raten, erstmal meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank erstmal dafür. In diesem Video geht es darum, wie sich die Front deines Haarsystems löst, wie du es perfekt mit Flüssigkleber nachklebst. Viel Spaß! Eine perfekt verklebte Front ist bei einem Haarsystem das A und O. In diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du dein Haarsystem, also sprich die Front mit Flüssigkleber nachklebst. Und dafür benötigst du klar erstmal unseren Clearbond, also einen Flüssigkleber, Alkohol, den Cleansing Tonic, ein bisschen Watte zum Säubern und einen Stielkamm zum Randdrücken. Viel Spaß! Zum Lösen der Front sprühst du das Cleansing Tonic durch die Lace auf deine Kopfhaut und arbeitest das Produkt leicht mit den Fingerspitzen ein. Sobald sich die Front löst, ziehe sie vorsichtig nach oben. Arbeite dich weiter vor, indem du das Produkt direkt zwischen Lace und Kopfhaut sprühst. Klappe deine Front nach oben und klippe sie fest. So hast du beide Hände frei für die nächsten Schritte. Nimm etwas lose Watte und tupfe sie auf deine Kopfhaut. Die Watte bleibt an dem verbliebenen Kleber haften. Mit weiteren Sprühstößen Cleansing Tonic und einem Wattebausch lassen sich die Klebereste dann ganz leicht entfernen. Arbeite dafür mit kreisenden Bewegungen. Ist deine Kopfhaut vollständig von Kleberückständen befreit, reinige auch die Lace deines Haarsystems. Nimm hierzu ebenfalls Watte, lass jedoch das Cleansing Tonic weg. Markiere als nächstes deine Haarlinie mit einem weißen Kajal. Löse dafür die Clips, klappe deine Front herunter und markiere mit kleinen Punkten deine spätere Haarlinie. Nimm den Clearbond und trage ihn entweder direkt oder mit einem kleinen Pinsel auf die Kopfhaut auf. Verteile den Kleber gleichmäßig. Während der Clearbond trocknet, tränke ein Wattestäbchen mit Cleansing Tonic und entferne damit die weiße Markierung von deiner Haut. Lasse den Clearbond mindestens 5 Minuten trocknen, bis er transparent ist und seine volle Klebkraft entwickelt hat. Bei Bedarf kannst du eine weitere Schicht auftragen. Diese muss dann natürlich weitere 5 Minuten trocknen. Sobald du dich vergewissert hast, dass die behandelte Oberfläche nicht mehr klebrig ist, kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Klappe deine Front herunter und drücke das Haarsystem vorsichtig an. Nimm den Stielkamm, um die Lace am Ansatz sanft in den Kleber einzuarbeiten. Für die Partie dahinter nimm am besten deine Fingerspitzen. Nun ist deine Front wieder frisch und du bist bereit für neue Abenteuer. Mein Expertentipp in diesem Video ist für euch eine Kombination zwischen Flüssigkleber und Klebestreifen. Wie ich das genau meine, und zwar ist es so, du kannst den Klebestreifen für die optimale Klebekraft ungefähr einen halben Zentimeter hinter deiner Haarlinie verkleben und für die vordere Kontur nimmst du den Flüssigkleber und dafür hast du halt die geile Optik vom Flüssigkleber. Und diese Kombination ist das Nonplusultra für die Front eines Haarsystems. Wenn dir die Verklebung mit Flüssigkleber ein bisschen zu kompliziert ist oder weil der Flüssigkleber bei dir gar nicht hält, dann zeige ich dir in diesem Video, wie du auch nur mit Tapes deine Front verkleben kannst.